Ja, hier versuchen wir etwas, was eigentlich ganz interessant ist, aber irgendwie doch komplett sinnlos ist. Und zwar versuchen wir Windows 98 auf einem modernen PC zu installieren. Und den modernen Rechner, den ich mir ausgesucht habe, ist mein alter Gaming-PC hier. Dieser ist zwar im Prinzip fast 10 Jahre alt mit seinen i5 Skylake und GTX 1060, aber es läuft derweil Windows 11 drauf. Dazu noch 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher und eine 1 TB NVMe SSD. Das ist halt schon der modernste Rechner, den ich hier habe. Ansonsten hätte ich noch so einen HP-Laptop mit einem aktuellen i3-Chip drin, aber mir ist für dieses Experiment ein Stand-PC lieber. Ja, denn in diesem Fall ist es nicht schlecht, wenn wir direkt Zugriff haben auf die Hardware. Dass wenn zum Beispiel jetzt Windows 98 rummeckert mit hier RAM, Festplatte, Grafikkarte oder so etwas, dass wir halt hier einfach Zugriff drauf haben. Denn Windows 98 ist in der Beziehung eine kleine Bitch. Windows 98 kam, wie der Name es sagt, im Juni 1998 auf den Markt, wo Computer noch so aussahen, wo auch die Spezifikationen noch gering waren. Die Mindestanforderungen von Windows 98 sind ein 486 Prozessor auf 66 MHz und 16 MB Arbeitsspeicher, etwa 192 MB freien Festplattenspeicher, je nachdem wie man Windows 98 installiert, und ein CD-Laufwerk. Das sind alles Angaben, die unser PC hier um Weiten übertrifft. Theoretisch könnte man das ganze System in den Arbeitsspeicher installieren, aber das lässt das System nicht zu. Einiges würde uns hier im Weg stehen. Windows 98 soll wohl beim RAM etwas herumzicken, wenn diese über 1 GB groß ist. Und Festplatten haben auch ein Limit von 128 GB. Anscheinend soll auch der Prozessor ein Problem sein, denn maximal werden Single-Core-CPUs unterstützt bis 2 GHz, aber da wäre ich jetzt mal skeptisch. Nun, es sind also schon ein paar Hindernisse, die uns hier im Weg stehen für Windows 98 auf dem modernen PC. Und deswegen will ich hier auch zwei Methoden versuchen, Windows 98 zu installieren. Einmal mit der Variante ohne irgendwelche Patches, halt direkt von der CD aus, und dann die zweite Variante halt unterstützt mit ein paar Patches und so drum und dran. Im Falle eines Falles. Zuerst will ich aber den PC selber etwas anpassen. Das heißt, dass ich fast alles an Arbeitsspeicher rausnehme und einen 8 GB Stick drin lasse und eine andere Festplatte ranmache. Ich habe nämlich keine Lust, Windows 11 wieder neu zu installieren auf die NVMe. Und da ich das ein Limit mit der Festplatte ist, habe ich hier noch eine 60 GB HDD noch von einer kaputten PS3. Die Grafikkarte lasse ich nochmal drinnen. Wenn Windows 98 herumzickt, können wir diese ja noch rausnehmen. Was aber rein muss, ist ein Laufwerk für optische Datenträger. Da habe ich noch ein Blu-ray-Laufwerk hier rumliegen, was wir dafür verwenden können. Und somit ist alles startklar und können loslegen. Zuerst habe ich die BIOS-Option so gestellt, dass erstmal vom Laufwerk gebootet wird. Doch das Asus-Laufwerk hat irgendwie nicht funktioniert. Komischerweise hat es den Dienst komplett quittiert. Mit dem anderen Laufwerk hat es dann funktioniert und ich konnte in das Setup rein. Doch bevor wir Windows 98 installieren, erstmal Fdisk, dass Windows 98 kein Problem hat, drauf zu schreiben. Nach etwa 10 Minuten war das erledigt und wir können fortfahren. Oder so dachte ich. Das System kann das optische Laufwerk nicht erkennen, da ja Windows 98 auf MS-DOS aufbaut und das optische Laufwerk mit SATA zu neu ist. Aber auch das Kopieren von der Windows 98 Installation auf die Festplatte, das half in diesem Fall auch nicht. Weswegen wir halt dann hier zu Plan B übergreifen müssen. Eben die Windows 98 Installation ein bisschen unterstützen mit ein paar Patches. Ach, ihr schreibt mir ja immer, dass ich mit Rufus angepasste Sticks erstellen kann und so, wo ich das mal abgecheckt habe. Ich kam da unter anderem noch mehr darauf auf ein Video von Matt KC, der Windows 98 per USB-Stick zum Laufen gebracht hat auf moderner Hardware. Und da dachte ich mir, probierst du das mal. Also per Rufus einen Stick erstellt, die Windows 98 Installation draufgeladen und ab in den PC. In DOS können wir das Setup starten, aber nicht einfach so. Für das Setup gibt es noch so eine Art geheime Schalter, die wir setzen können. Nach dem Setup-Befehl darf man mit einem Schrägstrich das gewünschte angeben. In meinem Fall hier PI, damit Windows nichts mit dem BIOS irgendwas macht. IS, dass ScanDisk nicht läuft, denn das würde nur durchdrehen. Und NM, dass das System die Mindestanforderung nicht prüft. Danach sollte das Setup starten und sich so durchklicken lassen, als ob überhaupt nichts wäre. Und auch wenn der Computer das Setup schnell durchgelaufen ist, ignorieren wir mal die ganzen Grafikfehler. Aber nach dem Neustart kommen wir da nicht weiter. Ja, und deswegen hat es auch so lange gebraucht, dieses Video überhaupt fertig zu bekommen, denn erstmal die ganzen Patches irgendwie herausfinden, was man unter Windows 98 da verwenden kann, das war nicht einfach. Und das, was ich zusammengetrommelt habe an Patches und Software, das funktioniert. Denn ich habe mal hier Off-Camera auf diesem Laptop dann schon mal Windows 98 auf hier
den USB-Stick drauf installiert, was hier auch läuft. Und dieser Laptop ist auch von der Hardware etwa sehr identisch mit dem PC hier. Also das von der Software und so drum und dran, das geht. Aber ihr wollt natürlich auch sehen, wie das in der Praxis läuft. Im Grunde genommen brauchen wir einen Ersatz für die HiMem-Sys-Datei, welche den Arbeitsspeicher über 1 MB managt. Nur dreht das bei 8 GB komplett am Rad. Dann nutze ich dann HiMemX, was ein moderner Ersatz ist und einfach in das Ziellaufwerk kopiert wird und in der Config-Sys angetriggert werden muss in der ersten Zeile. Patchmem.exe, was eine sichere Variante ist, das Arbeitsspeicherlimit zu umgehen, und Patch 9x, was eine Reihe an Behebungen hat, wie für die CPU, VXD-Patches und weiteres. Nur diese zwei Programme müssen wir im DOS-Modus ausführen. Aber da der Beschreibung auf dem Bildschirm befolgen und nach den ganzen Patches kann das System neu gestartet werden und das Windows-Setup macht weiter. Oder so dachte ich. Nach einem weiteren Neustart und den ganzen Patches bekomme ich einen VDD-Windows-Schutzfehler, was sagt, dass die Grafikkarte beim Start nicht initialisiert werden kann und nicht kompatibel ist. Also raus damit und zack geht es. Es kommt die Hardware-Erkennung, wo ich etwas Bammel hatte, ob nicht doch jetzt noch ein großer Fehler kommt, aber nein, es läuft einfach durch. Stellt euch nur darauf ein, dass es dauert. Also ihr müsst schon geduldig sein, wenn ihr das selber macht. Nochmal ein Neustart startet Windows 98 zum ersten Mal hier in den Desktop rein. Aber davor noch schnell eine Suche nach Geräten für Treiber. Nachdem das alles durchgelaufen ist, ist Windows 98 einsatzbereit. Das ist schon irgendwie komisch, so ein altes System auf so einen High-End-Rechner zu sehen. Immerhin, die Startzeit ist von dem System zügig, wobei mein 98er PC mit einem Pentium 3 650 MHz in 40 Sekunden bootet und nur 10 Sekunden Unterschied hat. Und soweit ich es herausfinden konnte, hat Windows 98 auch etwa den Prozessor einigermaßen richtig erkannt als ein Skylake, doch um nachzuchecken in CPU-Z entpuppt sich das Programm als Error-Simulator. Wo man natürlich jetzt die Frage stellen kann, was macht es für einen Sinn, so ein System auf so einem Computer abzuspielen? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja, es ist einfach nur irgend so ein absurdes Experiment, was man einfach nicht hinterfragen sollte, warum man das gemacht hat. Aber hier, ganz ehrlich, nicht alles muss Sinn machen. Ja, es ist ja hier einfach nur mal ein Experiment. Ob es denn überhaupt funktionieren würde oder nicht. Aber was auf jeden Fall sehr viel Sinn macht, ist ein Abo hier auf meinem Kanal hier, um halt mehr solcher Tech-Sachen von mir zu sehen hier oder von mir aus auch mehr so Tech-Experimente, wenn ihr das haben wollt. Aber dann denke ich mal, sage ich mal, man sieht sich.